So, servus Leute. In diesem Video werden wir die Maschine gemeinsam komplett reinigen. Auslassen werden wir die Brühgruppe, da ich diese schon in einem anderen Video behandelt habe. Wir zerlegen ziemlich viel von der Maschine, so könnt ihr auch alles sehen, was innen drinnen ist. Und so kommt ihr auch zu manchen Teilen, wo ihr halt hinkommen wollt. Also die wird ziemlich großartig auseinander ausgebaut eigentlich. Und ja, fangen wir dann einmal an. Gut, beginnen wir gleich mit der Milchkaraffe. Hier drin, wenn ihr das da öffnet, dann könnt ihr auch euch die Dichtungen anschauen oder sie auch komplett einmal reinigen, wenn die mal offen ist. Das nehmen wir raus. Dann müsste das auch rauskommen. Da ist der Knopf. Feder, den Knopf. Können wir das Ganze hier ausbauen, da haben wir eine Dichtung. Und jetzt sind einmal die Wege schon mal frei. Das Ganze können wir dann weiter auseinandernehmen, indem wir hier diese dünne Schraube öffnen. Das ist auch so eine kurze. Hier haben wir noch eine. Noch eine kurze. Dann haben wir das da auch auf. So, und jetzt dieses Teil komplett offen. Mit ein paar Bürstchen können wir das Ganze dann durchputzen und es dann später wieder zusammensetzen. Das nächste, was eben die Milch betrifft, ist hier diese Düse und hier da dieses verkalkte, das müssen wir auch reinigen, weil das schaut ziemlich schmutzig aus und da kommt überhaupt nichts mehr durch. Jetzt bauen wir mal die Maschine auseinander. Das Ganze dann einmal in den Geschirrspüler. Dieses Teil ist schon gereinigt. Dazu gibt es auch ein Video. So, jetzt den Wassertank weg. Maschine umdrehen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben öffnen. Die sehen alle 6 so aus. Hier dieses Stück aufmachen. Hier ist auch eine Schraube, eine Kreuzschraube, auch rausnehmen. Das kann man nicht falsch einsetzen, weil es hat schon seine Positionen, kann man nicht verändern. Jetzt einfach hier nach hinten ziehen, rausnehmen. Diese Seite nach hinten ziehen, da etwas hochheben, damit das da hinauskommt, dass die ganze Maschine einmal. So. Dann ist das auch da, das Hinterteil nach unten. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben. So, dann das da nach oben, das hochziehen. So, und jetzt haben wir auch dieses Teil in der Hand. Dieses Stück einfach nur hochziehen. Dann kommt das auch noch auf. Dann haben wir jetzt das Display hier.
Mal schauen, ob das angeklebt ist. So, die Schrauben abschrauben. Mal sehen. Ist nicht angeschraubt. Und da haben wir jetzt auch das gute Stück. So. Da haben wir auch das. Kann man auch putzen. Dann dieses Stück waschen haben wir noch. Dann haben wir jetzt die Tür. Das hochziehen. Dann haben wir mal die Tür in der Hand. Dann haben wir diese Schrauben drauf. Und wir den Kaffeeauslauf auch herausbekommen. Okay, hier. So. Da haben wir es schon. Das Stück hier. Sieht man schon, wie die Feder reingehört. Einfach so. Gut. Der Schließmechanismus ist hier so verbaut. Diese Feder nicht verlieren. Das Ganze hochziehen. Und das ist der Schließmechanismus. So, dazu machen wir dieses da auf. Diese Schraube auch. Das biegt recht gut. So. Ist doch etwas größer. Hier habe ich was zum Rausdrücken. Einmal. Diese Seite genauso. Einmal. So. So, jetzt haben wir das. Dieses Stück zum auch mal waschen. So, alles rein. Stunde 30 auf 40 Grad. Kann nicht passieren. Nur 20 Minuten bevor dann das Programm komplett aus ist. Lasst einfach die Teile nicht drinnen austrocknen. Dann ist alles bedenkenlos. So, dieser Boiler sieht für das Alter der Maschine sehr neu aus, eigentlich. Das heißt, der wurde wahrscheinlich schon mal gewechselt. Das schaut nämlich super sauber aus, das Teil. Da ist kein Kaffee, nichts zu sehen. Die verliert nirgends vom Wasser. Also, das lasse ich einmal aus. Und außerdem, über das habe ich genug Videos auch.
Mit anderen Maschinen, das ist sowieso absolut gleich. Bei der letzten, was ich gemacht habe, wo ich die komplett restauriert habe, das war auch genau dasselbe Teil. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, wie das funktioniert, schaut euch einfach meine anderen Videos an. Jetzt nehme ich einfach einmal Durgol. Das ist ein gutes Entkalkungsmittel. Gibt es beim Lidl zum Kaufen oder beim Aldi. Und mit dem kann man wirklich sehr schön sämtliche weißen Kalksteinrückreste beseitigen. Also während die Teile halt drinnen im Geschirrspüler gereinigt werden, reinige ich dabei halt die Graviermaschine von außen, das was alles sichtbar ist, geht dann weg. Das braucht ein bisschen länger. Zum Beispiel diese Wand hier einfach nur mal benetzen und dann geht das braune Zeug auch weg. Und letztendlich schaut dann die Maschine wie neu aus, weil einfach sämtliche Rückstände weg sind. Also nur, dass ihr mal seht, was da an getrocknete Milch drinnen ist. Das gehört auch auf jeden Fall gereinigt. Und von da holt sie sich auch eine Luft. Das sollte eigentlich schön rein sein. Also falls ihr mal wirklich euren Schaum gar nicht mehr hinbekommt, dann zeige ich euch, wie ihr auch dieses Teil da ausbauen könnt. Einfach diese 3 Schrauben hier öffnen. Damit ihr da dieses Teil befreit. Dann diese hier. Drücken, hier ziehen. Da ist schon das gute Stück. Dann haben wir hier noch eine Schraube und könnt ihr das Ganze ausbauen. Hier ist ein Schalter, damit das Teil dann erkennt, dass die Milchkanne drin ist oder auch nicht. Und das war's. Dann könnt ihr das Ganze ausbauen und als ihr Ganzes austauschen. Solche Dinge kosten so zwischen 10 bis 18 Euro das Ganze. Und dann werdet ihr ganz bestimmt auch einen guten Schaum wieder hinbekommen. Oder ihr tauscht einfach diese Dichtungen aus. Die gibt es auch nämlich als Set zu kaufen. Dazu müsst ihr das Ganze nicht so weit auseinander nehmen, sondern einfach nur die Dichtungen tauschen. Das geht auch. So, setzen wir die Maschine schon langsam wieder zusammen. Stecken dieses Teil wieder rein. Sichern wir das Ganze. Schraube an Schrauben. Es sind 2 kurze und eine lange Schraube. Die lange Schraube geht da durch. Die 2 kurzen.
Teil ist jetzt auch schön sauber. So, fangen wir mal mit dem Kaffeeauslaufer. Gut. Die zwei Schrauben. So. Wieder hier rein. Okay. Mhm. Sehr gut, die Schraube rein, die kleine. Und die zwei großen hier. So, das da funktioniert. Das da funktioniert. Perfekt, jetzt haben wir eine super saubere Tür. Hängen wir die dann auf. Ich würde sagen, von der Seite. Perfekt. Sehr gut. Die Brühgruppe können wir wieder reingehen. Gut. Das Display. Beim Display ist mir jetzt aufgefallen, dass durch das Waschen da ein Wasser drinnen ist. Deswegen müssen wir jetzt dieses Teil auch noch öffnen. So. Dann wischen wir das da auch ab. So, bauen wir das wieder ein. So, sieht wieder gut aus. Das hier abwischen. Jetzt das Displayglas rein. Dann das Display. Und anschrauben.
Erledigt. Und wie neu. Schön. So, stecken wir dieses Teil wieder an. Sehr gut. So, dieses Teil hier anbringen und reindrücken. Rein. Das Teil ist fertig. Das Display drauf. So. Drehen wir die Maschine um, damit wir den Deckel besser drauf geben können. Moment, das ist die Front. So. Einfach runterlassen. Schauen, ob das Ganze richtig ist. Einfach hier nach den Schrauben, sich nach den Schrauben halten. Dann Deckel drauf. Dann hier 1, 2, 3, 4 und auf der anderen Seite nochmal 2 Schrauben anschrauben. So, hier, hier und hier. So, das ist gut. Wie ihr sehen könnt, im anderen Video habe ich den Antrieb gemacht. Die Wasserpumpe ist draußen gewesen. Entlüften, wie ihr sie wieder entlüftet, habe ich euch auch gezeigt. Die Schläuche sind sauber. Also einfach die anderen Videos vielleicht auch ansehen, falls euch andere Sachen interessieren. Den Brühkolben habe ich schon mal mit einer DeLonghi, die Kassen Primadonna Deluxe. Ist absolut dasselbe Aufbau, also von der Technik her ändert sich nicht wirklich viel. Mit so Fronttür sind es fast alle gleich vom Aufbau, und sonst ändert sich Elektronik, Display und so weiter durch die Innereien. Da bleiben sie meistens gleich. So, beginnen wir mit dem Hinterteil. Zwei Schrauben sichern, damit es nicht davon fliegt. Das Seitenteil. Die Maschine ein bisschen anheben. Da sind wir drin. Diese Seite. Sind wir auch drin. Jetzt da die 4 Schrauben anschrauben. Angeschraubt ist. Jetzt kommt dieses Teil. So auf die feinste Stellung, also hier. Und dann anschrauben. So. Beim Wassertank immer darauf achten, ob sich das Magnet leichtgängig bewegt. Füllen. So. Die braunen Sachen, die kriege ich halt nicht mehr raus. Das hat sich schon eingebrenntes Plastik. Dieses Teil ist schon recht sauber geworden. Behälter für die Pette schaut auch gut aus. Bauen wir das Ganze ein. So sieht es jetzt innen auch aus. Und schaut auch ziemlich dreckig aus. Aber mit den Nägeln hineinfahren, dann kriegt man das auch auf. So.
So. Sieht auch jetzt sauber aus. Fangen wir mit denen an. So. So. Bauen wir das Ganze zusammen. Da muss ein bisschen einschmieren. So bauen wir das Ganze zusammen. Dieses Teil gehört noch drauf. Dann gehört da angeschraubt. Da. So, Knopf ist drin. So, dann haben wir dieses Stück hier, Feder rein, das da einschmieren. Feder kommt hier. Das Ganze wird jetzt hier hineingezogen. So. Dann kommt dieses Teil. Feder da drauf. Darauf achten, dass das schön reinkommt überall. So. Jetzt die Schrauben. Einmal hier. Einmal hier. Die kurze da. Knopf hinein. Und auch anschmieren, diese Dichtung. So. Da auch hinein. So. Wir sind fertig. Den Kolben noch etwas besser anschmieren. Also etwas mehr. So. Gut. Schließen. Super, funktioniert. Gut, dann testen wir mal das Ganze. So. Und das ist jetzt die Kaffeemaschine. Schön sauber, komplett gereinigt. Man kann mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden sein. Machen wir sich jetzt einen schönen Cappuccino. Und den können wir mit gutem Gewissen genießen. Na, ich bin gespannt.
Mhm. Ja. Schmeckt sehr gut. Gut. Gut, Leute. Jetzt haben wir aber genug gemacht. Dieses Couple habe ich noch vergessen zum Reingeben. Ja. Ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Wenn ich was ausgelassen habe, wie Brühgruppe, Wasserpumpe oder dergleichen, habe ich schon andere Videos reingestellt über die Maschine, die auch einmal nachschauen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Wir schauen, dass ich so schnell wie möglich eure Anfragen beantworte. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Video. Baba.